Ich bin erst seit paar Stunden in Mailand und werde schon gescammt. 71 € für eine Thunfischpizza und eine einfache Pasta. Aber bevor das passiert ist, habe ich hier einige der besten Gerichte meines Lebens gegessen und genau so beginnt meine Italienreise mit Emotionen, Geschmack und echten Geschichten. Willkommen in Mailand, der Stadt, in der Luxus, Tradition und Streetfood aufeinandertreffen. Und ich verspreche dir, am Ende dieses Videos wirst du wissen, warum Mailand kulinarisch ganz anders tickt als der Rest von Italien. Meine Foodtour startet ausgerechnet mit dem Klassiker aus Mailand, Ossobuco alla Milanese. Ossobuco bedeutet Knochen mit Loch, gemeint ist die geschmorte Kalbshaxe, deren zartes Mark im Knochen als besondere Delikatesse gilt. Und alla Milanese, das ist die typische Beilage, ein goldenes Safranrisotto, cremig, elegant und genauso schlotzig, wie wir es in der Kochausbildung lernen. Das Fleisch, butterzart, aromatisch, langsam geschmort, ein echter Seelentröster an einem grauen Tag. Mit dem Brot wische ich jeden Tropfen Soße vom Teller und denke mir, wenn Italien so anfängt, kann das nur gut werden. Zum Dessert gibt es ein hausgemachtes Panna Cotta im Glas mit dicker Schokoladensauce, schlicht aber perfekt. Draußen nieselt's, ich schlendere durch die Straßen und in meinem Kopf läuft schon meine To-Eat-Liste, also was ich in Mailand unbedingt probieren muss. Ganz oben steht Cotoletta alla Milanese, das Original, lange vor dem Wiener Schnitzel. Ich besuche ein Restaurant, das für diese Cotoletta bekannt ist. Ein Kalbskotelett mit Knochen, aus dem Rücken geschnitten, nicht plattiert wie beim Wiener Schnitzel, sondern dick, saftig, goldbraun gebraten in Butter. Man sagt, die Österreicher hätten das Rezept von hier übernommen. Egal ob Mythos oder Wahrheit, dieses Stück Fleisch ist Mailänder Geschichte auf dem Teller. Zum Nachtisch bestelle ich mir ein Tiramisu, leider zu luftig, zu viel Sahne, zu wenig Mascarpone. Ein gutes Tiramisu sollte kompakt, cremig und schwer sein, nicht leicht wie Schlagsahne. Aber egal, Mailand hat noch viele Highlights vor mir. Beim Spazieren entdecke ich plötzlich einen Stolperstein. Ich wusste nicht, dass es die auch hier in Italien gibt. Das macht mich nachdenklich und genau deshalb will ich in den kommenden Städten auch die jüdischen Viertel besuchen und schauen, wie dort gegessen wird. Wenn dich das interessiert, abonniere meinen Kanal, denn diese Geschichten werden in Rom und Venedig noch richtig emotional. Nächstes Ziel auf meiner Liste: Panettone, das berühmte Mailänder Weihnachtsgebäck. Die Saison ist vorbei, aber in einer kleinen Bäckerei finde ich noch 2 Stück für 55 €. Ich darf leider kein einzelnes Stückchen kaufen, weil geöffnete Panettone als nicht verkaufbar gilt. Trotzdem, ich will ihn probieren, koste was es wolle. Wer Osterbrot oder Rosinenbrot kennt, weiß ungefähr, wie er schmeckt. Süß, butterig mit Rosinen. Ich teile die Panettone draußen mit den Leuten und diese Freude, dieses Lächeln, das ist für mich echtes Streetfood, nicht das, was du kaufst, sondern das, was du teilst. In ganz Italien siehst du Restaurants, wo am Fenster gekocht wird, die perfekte Einladung für Streetfood-Fans. Hier machen 2 Frauen frische Pasta und du kannst ihnen direkt zuschauen. Der Teig, das Ausrollen, das Portionieren, Handarbeit pur. Später erfahre ich, die Frauen sind aus Georgien. Ich quatsche kurz mit ihnen auf Georgisch. Und in dem Moment merke ich, wie international italienische Küche geworden ist und trotzdem ihren Charakter behält. Ich bestelle Fettuccine mit Ochsenschwanz, ein klassisches, kräftiges Schmorgericht aus Rom, aber in ganz Italien beliebt. Das Fleisch fällt fast vom Knochen, die Soße klebt perfekt an der Pasta und die frische Pasta der georgischen Frauen? Unfassbar gut. Ein Gericht, das zeigt, Tradition kann modern bleiben, wenn man sie mit Herz kocht.
Zum Dessert bestelle ich eine Sabayone und habe große Erwartungen. Doch die Realität: oben weiße Sahne, unten Eigelbmasse. Dabei besteht eine echte Sabayone nur aus Eigelb, Zucker und Masala-Wein. Ohne Sahne, ohne Milch, ohne Mehl. Ich sehe schon beim Zubereiten durchs Fenster, dass sie Sahne verwenden, hoffe aber, sie ist für das Tiramisu. Leider nicht. Obwohl es für Tiramisu auch nicht ganz richtig gewesen wäre. Geschmacklich okay, aber keine echte Sabayone. Manchmal ist das so, du suchst echte Authentizität und bekommst Touristenversionen. Aber das gehört auch zur Reise dazu. Der erste Schock kommt später am Abend, wenn es dunkel wird. Ein Abendessen, das mich 71 € kostet für eine Pizza und eine einfache Pasta. Wie geht das? Ganz einfach. Abends verschwinden hier alle Speisekarten. Du siehst keine Preise mehr. Dann sagt man: "Can I have the menu please? I want to check the prices and the food." Er gibt aber keine Speisekarte und wenn man ihm dann vertraut, hat man das Problem. Ein Kellner kommt freundlich charmant und sagt: "Brother, I'm from Egypt. It's Ramadan. You don't trust me? Tell me what you want, I will bring you everything you want." Ich bestelle, ich bereue, die Rechnung 71 €. Ich sage, das ist Scam. Der Italiener dreht sich weg, der andere versteckt das Gesicht. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Am nächsten Tag, wenn es hell ist, gehe ich wieder hin und plötzlich stehen überall die Menükarten. Neue Mitarbeiter, aber von derselben Sorte. Selbst die Polizei weiß Bescheid, aber niemand unternimmt etwas. Ich melde den Fall, aber die Polizistin sagt durchs Fenster nur: "This is a scam." Yeah, but in Italy, you cannot write down a report for that. So this is my problem, Yeah. and you can't help me. No. This is legal, Yeah, and you can't help me, No. and you don't want to help me. no, I don't wanna. I could, but I cannot do anything for that reason. Und genau in diesem Moment wurde mir klar, warum man in Italien nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Bauchgefühl reisen muss. Ich beschließe, weiterzureisen. Ein letzter Kaffee, ein Zugticket in die nächste Stadt und ein Pasticciotto zum Abschied. Ein süßes Gebäck mit Vanillecreme-Füllung. Wenn du wissen willst, welche Stadt als nächstes kommt und was dort auf meiner Foodliste steht, abonniere meinen Kanal Meine Street Food, gib dem Video ein Like und bleib dabei, wenn ich meine kulinarische Italienreise fortsetze. Denn das hier war erst der Anfang. Die Reise durch Italien beginnt jetzt.